Hallo liebe Häkelfreunde, für diese wunderschöne Frühlingsjacke habe ich ein einfaches Filetmuster verwendet. Diese Kurzjacke mit 3/4 Ärmeln passt wunderbar zu Sommerkleidern. Selbstverständlich kann die Jacke auch länger gehäkelt werden, dann müsst ihr allerdings mehr Material einkalkulieren. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Informationen zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, dann häkle ich in den Ring eine feste Masche, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 12 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt 13 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 13 Stäbchen in den Ring gehäkelt. Ich habe über den Anfangsfaden drüber gehäkelt. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln das Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf und wir häkeln noch ein Stäbchen in den ersten Maschenkopf, sodass wir 2 Stäbchen in einer Masche haben. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, in die übernächste Masche 3 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen häkeln. Am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche auslassen und 2 Stäbchen in den Maschenkopf des Ersatzstäbchens häkeln.
Wir haben am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen in einer Masche und 5 Dreiergruppen und dazwischen immer eine Luftmasche. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen in die erste Masche und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Wir haben immer 2 Stäbchen in der ersten Masche. Jetzt haben wir hier noch ein Stäbchen aus der Vorreihe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass hier 3 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln eine Luftmasche und aus diesen 3 Stäbchen machen wir 5 Stäbchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, eine Luftmasche. Und das machen wir bei allen Dreiergruppen gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben am Anfang eine Dreiergruppe, dann haben wir 5 Fünfergruppen, dann häkeln wir eine Luftmasche und am Ende brauchen wir wieder eine Dreiergruppe. Wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen dieser 2 Stäbchen und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Wir haben also am Anfang und am Ende eine Dreiergruppe und dazwischen 5 Fünfergruppen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt haben wir hier 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Hier bilden wir ein Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Hier haben wir schon ein Kästchen, hier häkeln wir noch ein Kästchen und wir häkeln noch ein drittes Kästchen. Das entsteht jetzt eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die Mitte der Fünfergruppe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Wir haben jetzt zwischen den Ecken 3 Kästchen pro Kante. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe und wieder 3 Kästchen. Das erste Kästchen, das zweite Kästchen, eine Luftmasche und hier entsteht das dritte Kästchen, in dem wir 3 Stäbchen in eine Masche häkeln. Noch einmal 3 Kästchen,
3 Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die letzte Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche und jetzt haben wir hier ein einzelnes Stäbchen. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass 3 Stäbchen zusammenkommen. Jetzt häkeln wir auf jedes vorhandene Kästchen ein Kästchen. Also wieder 3 Kästchen und diesmal landen wir auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln wieder die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen. Noch einmal 3 Kästchen. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen und in den letzten Maschenkopf häkeln wir immer 2 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun eine Zeit lang wiederholt. In der ersten Musterreihe können wir immer die Anzahl der Kästchen um 2 Kästchen erhöhen. Wir häkeln immer zuerst das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die erste Masche.
Und wir haben als Basis in der ersten Musterreihe 2 Stäbchen. Hier können wir ein neues Kästchen bilden. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen Kästchen. Und hier können wir ebenfalls ein neues Kästchen bilden. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Das bedeutet, wir haben jetzt statt 3 Kästchen 5 Kästchen. In dieser ersten Musterreihe haben wir am Anfang 2 Stäbchen, die zusammenkommen, und an den anderen Ecken 3 Stäbchen. Wir bilden neue Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Jede Kante erhält nun 5 Kästchen. Eine Luftmasche, ein neues Kästchen bilden, die vorhandenen Kästchen häkeln, und in allen Randbereichen ein neues Kästchen bilden. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem ersten Stäbchen dieser Dreiergruppe. Wir häkeln noch ein Kästchen und enden mit 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Auch hier haben wir jetzt 5 Kästchen. Und die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen. Nie vergessen, noch ein Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Hier können wir noch keine neuen Kästchen bilden. Immer nur in der ersten Musterreihe werden neue Kästchen gebildet. Hier kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen . Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, dann häkeln wir 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und noch ein Stäbchen ins dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen. Wie gesagt, in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Und in den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen.
beziehungsweise am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen und wir häkeln 2 Stäbchen in die letzte Masche. Auch die letzte Kante hat 5 Kästchen. Wir wenden die Arbeit und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden im Prinzip nun stets wiederholt. Im Moment machen wir noch einmal 2 Reihen mit leeren Kästchen. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe können wir hier und hier neue Kästchen bilden. Das bedeutet, in dieser Reihe entstehen 7 Kästchen, 2 mehr als in der Vorreihe. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der 5er Gruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche. Wir häkeln in die Mitte der 5er Gruppe 3 Stäbchen. Und wir bilden sofort wieder ein neues Kästchen. Alle Kanten erhalten in dieser Reihe 7 Kästchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir nur noch 2 Stäbchen in die letzte Masche. Jede Kante hat im Moment 7 Kästchen. Und in der zweiten Musterreihe starten wir ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche und noch einem Stäbchen auf das zweite Stäbchen. Und in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir häkeln einfach auf jedes vorhandene Kästchen wieder ein Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, in die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Und wieder 7 Kästchen und so weiter und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen. Hier haben wir noch ein Kästchen und dann häkeln wir 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben 9 Reihen gehäkelt. Diese 9 Reihen sind die Basis der Jacke. Die Form muss ungefähr so aussehen wie bei mir. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wie diese beiden Musterreihen funktionieren.
die wir soeben gemacht haben. Denn diese 2 Reihen werden im Prinzip nun stets wiederholt, nur dass wir jetzt nicht nur leere Kästchen häkeln, sondern wir häkeln ab jetzt das Motiv mit ein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und häkeln noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und wir befinden uns in einer ersten Musterreihe, das bedeutet, wir können leere Kästchen bilden. Wir häkeln zunächst 3 leere Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, so entsteht das nächste leere Kästchen. Wir überspringen nun dieses Kästchen und ins mittlere Kästchen dieser 7 Kästchen, also ins 4. Kästchen, häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir überspringen ein Kästchen und häkeln wieder 4 leere Kästchen. Das 4. Kästchen entsteht jetzt. Wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der 5er Gruppe. Das sieht so aus. Hier ist der Anfang der Reihe, 4 Kästchen, eine Blüte und 4 Kästchen. Wir häkeln wieder zunächst 3 leere Kästchen. Eine Luftmasche, dieses Kästchen überspringen, ins 4. Kästchen der 7 Kästchen der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und dieses Stäbchen überspringen, auch das Kästchen überspringen und 4 leere Kästchen häkeln. Und in die Ecken häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Kontrolliert hier jede Kante nach. Diese Reihe muss genau passen. Wir haben immer 4 Kästchen, eine Blüte und 4 Kästchen. Und das machen wir bei allen Kanten gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 Kästchen und 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Alle Kanten müssen genau so aussehen. Und wir wenden die Arbeit und in der zweiten Musterreihe beginnen wir ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche und einem Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Und wir häkeln die vorhandenen Kästchen . In dieser Reihe bleibt die Anzahl bei 4 Kästchen und wir springen direkt in die Lücke. Eine Luftmasche häkeln, in die Lücke springen und wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen häkeln, wieder eine Luftmasche und aufs erste Stäbchen springen. Diesen Bereich lassen wir aus und häkeln wieder 4 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen. Wir häkeln 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Die Anzahl der Kästchen ist gleich geblieben. Die Ecken häkeln wir so wie bisher auch in der zweiten Musterreihe. Wir häkeln wieder 4 Kästchen und direkt nach der Luftmasche in die Mitte der Blüte wieder eine Blüte. Eine Luftmasche und zum ersten einzelnen Stäbchen springen und wieder 4 Kästchen häkeln. Und an den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen. Und wir machen alle Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Beachtet, dass beidseitig der Blüte größere Kästchen entstehen. Und hier häkle ich das 4. Kästchen mit einem Stäbchen auf das erste Stäbchen und noch 2 Stäbchen ganz am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden eine Zeit lang sinngemäß wiederholt. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe können wir ein neues Kästchen bilden. Wir erhalten bis zur Blüte 5 leere Kästchen. Das letzte Kästchen ist ein bisschen größer, weil wir hier diesen Bereich überspringen und direkt die Blüte häkeln. Auch nach der Blüte eine Luftmasche, diesen Bereich überspringen und auf dem ersten Stäbchen wieder beginnen. Und in dieser Reihe ergeben sich beidseitig der Blüte 5 leere Kästchen und die Ecke besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Und wir machen alle Kanten genau gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende haben wir 5 leere Kästchen. Eine Luftmasche habe ich schon gehäkelt. Und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in eine Masche.
und wir wenden die Arbeit, und in der zweiten Musterreihe können wir keine neuen Kästchen bilden. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln noch ein Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Und wir häkeln die vorhandenen Kästchen. Eine Luftmasche und direkt die Blüte. Eine Luftmasche und auf dem ersten Stäbchen wieder mit den Kästchen beginnen. Wie gesagt, die Anzahl der Kästchen bleibt in der zweiten Reihe unverändert. Und an den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen. Und wir machen alle Kanten genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende häkeln wir eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen und 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Und jetzt häkelt ihr 6 Reihen genauso wie wir das jetzt gemacht haben. Immer dieselben 2 Reihen wiederholen, also 3-mal die 2 Reihen wiederholen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 19 Reihen gehäkelt. Wir haben jetzt beidseitig der Blüten 8 Kästchen und wir haben an den Ecken 5 Stäbchen bzw. 3 Stäbchen am Anfang und am Ende der Reihe. Die 20. Reihe machen wir gemeinsam und wir teilen neue Blüten ein. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln ein zweites Stäbchen in die erste Masche und wir häkeln zunächst 3 leere Kästchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche, so entsteht das 4. Kästchen. Wir überspringen ein Kästchen und häkeln ins nächste Kästchen eine neue Blüte. Wir häkeln eine Luftmasche. Wir lassen ein Kästchen aus und wir häkeln 4 leere Kästchen bis zur nächsten Blüte. Das sind 3, eine Luftmasche. Hier entsteht das 4. Kästchen. Wir häkeln eine Blüte in die vorhandene Blüte. Eine Luftmasche, 4 leere Kästchen,
Das vierte entsteht jetzt. Ein Kästchen auslassen, eine neue Blüte häkeln. Und bis zur Ecke ergeben sich 4 leere Kästchen. Und da wir in einer ersten Musterreihe sind, besteht die Ecke hier aus 3 Stäbchen. Das sieht so aus. Wir haben 4 leere Kästchen, eine Blüte, 4 leere Kästchen, eine Blüte, 4 leere Kästchen, eine Blüte, 4 leere Kästchen und die Ecke. Und das machen wir bei allen Kanten gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 20. Reihe gehäkelt und bei jeder Fläche neue Blüten eingeteilt. Wir haben jetzt 3 Blüten pro Fläche, ansonsten bleibt das Muster genau gleich. Die nächste Reihe ist eine zweite Musterreihe, wie ihr sie schon kennt. Wir häkeln 2 Stäbchen in die erste Masche, ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen und wir häkeln auf jedes Kästchen wieder ein Kästchen und auf jede Blüte wieder eine Blüte. Wir haben im Moment 4 Kästchen, eine Blüte, wieder 4 Kästchen, eine Blüte, vier Kästchen, eine Blüte, noch einmal 4 Kästchen, und an der Ecke kommen 5 Stäbchen zusammen. Und das machen wir bei allen Flächen gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt wiederholen wir wieder dieselben 2 Musterreihen, nur dass wir jetzt statt einer Blüte 3 Blüten haben und ansonsten bleiben die Musterreihen genau gleich wie bisher. Durch die Zunahmen wachsen hier in den Randbereichen die Anzahl der Kästchen immer pro Mustersatz um ein Kästchen, also alle 2 Reihen entsteht ein neues Kästchen, genau wie bisher. Zwischen den Blüten bleibt die Anzahl der Kästchen immer gleich bei 4 Kästchen. Und damit ihr seht,
wo später die Ärmel hinkommen, habe ich 4 Maschenmarkierer gesetzt. Wir haben hier ein Vorderteil, einen Ärmel, 2 Segmente für das Rückenteil, der zweite Ärmel und das zweite Vorderteil. Das ist ein Ärmel und das ist ein Ärmel und wir müssen so lange weiter häkeln, bis das Maß zwischen den Maschenmarkierern eurem Oberarmumfang entspricht. Und wir messen von der Mitte der Zunahme bis zur Mitte der Zunahme und wir häkeln immer beide Musterreihen. Und wenn ihr die benötigte Breite erreicht habt, schaut euch die nächste Einstellung an. Da erkläre ich euch die Passenhöhe, denn die brauchen wir auch. Aber wie gesagt, das seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht. Die Maschenmarkierer habe ich wieder nach außen versetzt. Noch einmal zur Erklärung, hier ist ein Vorderteil, hier ist ebenfalls ein Vorderteil. Das sind die Ärmel und hier ist das Rückenteil. Und ich habe jetzt für die Größe 40-42 eine Ärmelbreite von ca. 31 cm und eine Passenhöhe von ca. 39 cm. Die Passenhöhe messen wir vom Anfangsring hinaus zu einem Maschenmarkierer. Für die Passenhöhe schreibe ich euch Richtwerte oben in die Ecke. Das wichtigere Maß ist aber die Ärmelbreite. Die muss erreicht werden. Und wenn ihr die erreicht habt, dann legt ihr die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Und zwar so, dass die Maschenmarkierer genau aufeinander passen. Dann steckt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Teile durch und dann könnt ihr eine Anprobe machen. Wenn es noch zu knapp ist, müsst ihr 2 Reihen hinzufügen, damit wir immer beide Musterreihen haben. Ich habe auch jetzt beide Musterreihen gehäkelt. Das bedeutet, wir haben an den Ecken 5 Stäbchen. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann häkeln wir wieder eine erste Musterreihe bis zum Maschenmarkierer, genau wie bisher. Also die Zunahmen hier am Anfang der Reihe werden genau gleich weitergemacht wie bisher und es werden auch neue Kästchen gebildet. Und wenn ihr beim Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Segment gehäkelt und bin bei der Ecke angekommen. Auch hier bilden wir ein neues Kästchen. Dann steche ich in die mittlere Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, ein. Ich überspringe das Ärmelsegment und steche auch hier in der Ecke in die Masche mit dem Maschenmarkierer ein, hole den Faden durch beide Maschen durch und häkle ein Stäbchen. Die Maschenmarkierer könnt ihr dann entfernen. Jetzt häkeln wir wieder eine Luftmasche und bilden auch hier ein neues Kästchen. Und jetzt häkeln wir die beiden rückwärtigen Segmente genau wie immer. Auch die Spitze ganz genau wie immer häkeln bis zum nächsten Maschenmarkierer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die
2 rückwärtigen Segmente gehäkelt, die Spitze genau wie immer, und wir sind beim zweiten Ärmel angekommen. Hier nicht vergessen, ein neues Kästchen bilden und dann in die Masche einstechen, wo der Maschenmarkierer drin ist, und ein Segment überspringen und auch hier in die Masche einstechen, wo der Maschenmarkierer drin ist, das Stäbchen durch beide Maschen häkeln, dann sofort wieder ein neues Kästchen bilden und dann häkeln wir das zweite Vorderteil bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Es gibt übrigens noch keine schöne Seite, ihr könnt die Jacke drehen wie ihr wollt. Wir haben die Ärmel abgeteilt und jetzt folgt eine ganz gewöhnliche zweite Musterreihe mit dem Unterschied: hier unter dem Arm einfach leere Kästchen häkeln, immer bis zum Motiv. Anfang der Reihe rückwärtige Mitte und Ende der Reihe bleiben genau gleich, und wie gesagt, unter dem Arm einfach leere Kästchen häkeln. Und ansonsten ist es eine ganz gewöhnliche zweite Musterreihe wie bisher. Und wenn ihr diese Reihe gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die zweite Musterreihe zu Ende gehäkelt und jetzt wiederholen wir wieder die 2 Musterreihen, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Die Musterreihen funktionieren genau gleich wie bisher, nur dass wir nur noch am Anfang und am Ende der Reihe sowie in der rückwärtigen Mitte Zunahmen haben. Unter dem Arm haben wir nur noch leere Kästchen. Und die Länge der Jacke messen wir vom Anfangsring in der rückwärtigen Mitte gerade hinunter. Da schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wir häkeln immer beide Musterreihen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat in der rückwärtigen Mitte gemessen ca. 60 cm erreicht. Das passt für mich. Und ganz wichtig, ich habe mit einer zweiten Musterreihe geendet. Das bedeutet, wir haben hier 3 Stäbchen am Anfang und am Ende und in der rückwärtigen Mitte haben wir 5 Stäbchen. Und jetzt häkle ich die Abschlusskante und diese Reihe ist nun eine Reihe auf der schönen Seite. Und ich häkle in die übernächste Lücke 5 Stäbchen. Dieses erste Randstäbchen lasse ich frei und in die nächste Lücke um das Stäbchen herum häkle ich 5 Stäbchen. Und um das nächste Randstäbchen häkle ich eine Kettmasche. In die nächste Lücke wieder 5 Stäbchen. Und um das folgende Randstäbchen eine Kettmasche.
Das gibt so einen schönen Wellenrand und oben in den Anfangsring 5 Stäbchen häkeln und dann auf der anderen Seite wieder hinunter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Abschlusskante fertig. Hier oben beim Anfangsring sieht das so aus und am Ende bleibt ein Stäbchen am Rand übrig und hier häkle ich die Kettmasche in die untere Masche ganz am Rand. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe 3/4 Ärmel gemacht und im Moment befinde ich mich auf der schönen Seite der Jacke. Das erkennt ihr an der Abschlusskante. Auf der Vorderseite sind die Stäbchen glatter als auf der Rückseite. Und wir müssen mit dem Ärmel auf der Rückseite beginnen, damit wir hier die Struktur beibehalten, und deshalb werde ich die Jacke jetzt umdrehen, sodass die Innenseite außen ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Jacke umgedreht, sodass sich die Innenseite jetzt außen befindet, und wir beginnen unter dem Arm. Hier haben wir diese 5 Stäbchen und ins 3. Stäbchen steche ich ein. Ich hole den Faden durch, ich verknote den Faden, ich steche wieder ins 3. Stäbchen ein, ich hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann unser Ersatzstäbchen. Dann häkle ich eine Luftmasche und ich lasse ein Stäbchen aus und häkle ein Kästchen. Und dann häkeln wir im gewohnten Muster rundherum die Blüten genauso weiterführen wie bisher, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier seht ihr wieder die 5 Stäbchen. Hier häkle ich ein Kästchen auf das 1. Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins 3. Stäbchen, dann noch eine Luftmasche und dann schließe ich in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Auf diese Weise haben wir hier unter dem Arm ein zusätzliches Kästchen. Dann häkle ich eine Luftmasche und wende die Arbeit und häkle über dem Ersatzstäbchen wieder ein Ersatzstäbchen. Hier ein bisschen rückwärts stechen und das Ersatzstäbchen häkeln. Eine Luftmasche und mustergemäß die Runde zu Ende häkeln, und dort sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, am Ende der Runde immer noch eine Luftmasche häkeln und in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde schließen, dann eine Luftmasche häkeln, die Arbeit wenden, in
das Ersatzstäbchen, wieder das Ersatzstäbchen häkeln, eine Luftmasche und wieder mit den Kästchen beginnen. Wie gesagt, die Blüten immer weiterführen wie bisher und wir häkeln eine gerade Anzahl an Reihen und ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber ihr könnt natürlich den Ärmel auch kürzer oder länger machen. Wichtig ist, dass es eine gerade Reihenzahl ist, damit die letzte Runde auf der schönen Seite ist. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.